Hallo liebe Hühnerfreunde, heute geht es um die kleinsten Hühnervögel der Welt, nämlich um die Wachteln. Ihr möchtet in Zukunft auch Wachteln halten? Dann bekommt ihr hier heute eine kompakte Übersicht, an was ihr vorher denken solltet und was ihr alles benötigt. Also, viel Spaß! Da mein Video zum Hühnerstart ganz gut bei euch ankam, werde ich dieses Video ähnlich aufbauen. Schwerpunkt ist die japanische Legewachtel, aber auch eine kleinere Art bekommt einen Gastauftritt. Beginnen wir mit dem Wichtigsten. Der Voliere. Wachteln benötigen unbedingt einen rundherum geschützten Außenbereich, unter anderem, weil sie nicht standorttreu sind und sonst weglaufen würden. Ihr solltet mindestens 1 Quadratmeter pro 3 Wachteln einrechnen. Also bei zum Beispiel 12 Wachteln benötigt ihr ca. 4 Quadratmeter Voliere. Die Einzäunung sollte mit einem engmaschigen, robusten Volierengeflecht gebaut werden. Und diese solltet ihr dann auch noch ca. 15 cm in die Erde eingraben. Grund dafür sind ihre Fressfeinde, wie zum Beispiel der Marder und der Fuchs. Wachteln gehen bei Dunkelheit nicht von alleine in den Stall, wie es zum Beispiel die Hühner machen. Sie schlafen meist einfach dort ein, wo sie waren, als es dunkel wurde. Deshalb ist es so wichtig, die Voliere einbruchssicher zu machen. Optimal wäre es, die Voliere fast komplett zu überdachen, da die Kleinen Feuchtigkeit und Regen nicht gut vertragen und dann schnell krank werden. Die Voliere sollte ca. 2 Meter hoch sein, dass sich dann die Wachteln bei den Flugversuchen nicht verletzen und ihr bedenken solltet, dass ihr täglich auf Eiersuche gehen müsst. Und da sollte man sich angenehm bewegen können. Wachteln legen die Eier nämlich in der ganzen Voliere verteilt ab. Kommen wir zur Strukturierung. Es müssen unbedingt windgeschützte Bereiche vorhanden sein und viele Versteckmöglichkeiten, damit sie sich auch mal aus dem Weg gehen können, wie zum Beispiel solche hier. Dann benötigen Sie noch ein schön großes Sandbad. Einerseits gegen die Milben und auf der anderen Seite für Ihr Wohlbefinden und für die Gefiederpflege. Ein frisches Sandbad ist immer ein Highlight. Zusätzlich kann man mit ungiftigen Pflanzen für eine abwechslungsreiche Struktur sorgen. Hier bieten sich zum Beispiel Kräuter optimal an. Am besten in einen Topf setzen und den Wurzelbereich gut schützen. Man muss natürlich auch immer ans Gießen denken, da die Voliere ja vor Regen geschützt sein sollte. Mindestens eine Futter- und Wasserstelle sollte für die Wachteln und auch für euch angenehm zugänglich sein. Somit sind wir schon beim Stall. Wenn man eine großzügige Voliere gebaut hat, benötigt man keinen großen Stall. Hier reichen meiner Meinung nach ca. 1 Quadratmeter pro 10 Wachteln. Wichtig ist, dass der Stall leicht zugänglich ist, da Wachteln nicht so gerne auf Rampen gehen. Weiter sollte er möglichst vor Frost geschützt sein. Ein paar Minusgrade im Winter halten sie aber aus, solange das Wasser nicht ständig eingefroren ist. Der Stall sollte ein Fenster haben und eine ausreichende Lüftung. Bei der Inneneinrichtung reicht eine Futter- und Wasserstelle und vielleicht noch das eine oder andere Versteck. Gegen die Milben im Stall empfehle ich euch, auf Sauberkeit zu achten und einen sparsamen Umgang mit Kieselkur. Da die Wachteln ja nicht auf Stangen schlafen, macht hier meine milbenfreie Sitzstange keinen Sinn. Einen Holzstall alle paar Monate zu kalken wäre auch noch eine Möglichkeit. Legenester kann man versuchen, sind aber nicht unbedingt notwendig. Hier sehen wir jetzt noch weitere Beispiele, wie man ihnen das Futter anbieten kann oder wie man ihnen das Wasser anbieten kann. Bei mir hat sich aber die Version in der Voliere und im Stall bestens bewährt. Kommen wir zur Lautstärke. Wachteln sind grundsätzlich sehr angenehm und leise. Ein Hahn kräht zwar manchmal, aber das ist kein Vergleich zu einem Hahn der Hühner. Meinen Nachbarn würde ich trotzdem von meinem Plan der Wachtelhaltung erzählen. Und Wachteln
leben meist nicht länger als 2 bis 3 Jahre. Für den Notfall würde ich trotzdem nach einem Tierarzt in der Nähe Ausschau halten, der die Wachteln auch behandelt. Weiters gibt es in den meisten Ländern wieder eine Meldepflicht. Hier am besten beim zuständigen Veterinäramt nachfragen. Das war's auch schon mit dem Nötigsten. Wenn ihr die Küken selber ausbrüten möchtet oder euch Küken kaufen wollt, müsst ihr noch an einen Brutautomaten und an eine Wärmequelle für die Kleinen denken. Beim Wachtelkauf gibt es auch wieder viele Möglichkeiten. Entweder ihr sucht auf einem Geflügelmarkt oder bei einem Geflügelhändler oder bei einem Züchter in der Nähe. Ich würde euch wie immer den Kauf bei einem Züchter empfehlen. Der derzeitige Preis für eine Legewachtel liegt bei ca. 5 bis 8 Euro. Die Naturbrut ist bei der Legewachtel sehr selten. Hier hatte ich das Glück, einmal dabei zu sein. Dann kann ich euch noch dieses Buch hier empfehlen. Mit diesem Buch kann man sich vorab optimal informieren. Den Link findet ihr im Beschreibungstext. Zum Schluss noch ein paar Tipps zur Wachtelbrut von Robert Höck von Happy Huhn und ein paar schöne Eindrücke der kleinen Harlekin-Wachteln. Auch sehr schöne Tiere, wie ich finde. Servus Leute! Ja, bei der Wachtelbrut ist meine persönliche Erfahrung, dass man die Küken am Anfang nicht zu lange im Brüter warten lassen sollte. Klar, die sollen trocknen und sich erstmal erholen, aber Wachtelküken fressen im ersten Lebenstag schon vergleichsweise viel und die legen auch schnell mit dem Größenwachstum los. Das heißt, wenn man die, wie es manche bei den Hühnern machen, 1 bis 2 Tage noch im Brüter lässt, dann verliert man eigentlich schon wertvolle Zeit, die die Wachtelküken gerade von den Legewachteln dann auch nicht mehr aufholen. Also die Wachteln dann eigentlich zügig zum Futter bringen, natürlich aber auch darauf achten, dass die nicht frieren oder ähnliches. Ja, und auch so ein Erfahrungswert ist, dass die Wachtel am Anfang als Küken kein zu großes Heim haben dürfen. Die sollen nicht zu weit von der Wärmequelle weg dürfen. Klar brauchen sie auch kühle Zonen, wo sie natürlich keinen Hitzschlag oder ähnliches kriegen, aber wenn die zu weit von der Wärmeplatte weg können, dann passiert es auch mal, dass sich ein Wachtelküken am Anfang verirrt und nicht mehr in die Wärme zurückfindet, und aus diesem Grund lasse ich in den ersten Tagen auch das Licht im Wachtelheim an. Hier wird gerade Gras angebaut, denn hier entsteht mein großes neues Wachtelgehege. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, einfach abonnieren und dranbleiben. Und ich danke euch wieder mal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!